Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. EU22 startet diesen Freitag um 16 Uhr und warum dieser Server alles in den Schatten stellen könnte, rekordtechnisch gesehen, das werden wir jetzt im Video einmal durchgehen. Vorab, ich werde natürlich am Freitag den ganzen Tag lang live sein. Ich bin so circa zwischen 14 und 15 Uhr komme ich online. Wir nehmen den kompletten Serverstart mit und den kompletten Tag 1 bis 0 Uhr. Ja, falls ihr bis dahin vielleicht auch auf EU22 spielen wollt und ihr habt noch keine Gilde gefunden, dann könnt ihr hier sehr gerne auf meinen Discord joinen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren. Und hier gibt es eine Sektion Gilden- und Spielersuche. Und hier können halt eben Leute ihre Gilde reinposten, beziehungsweise können halt eben Spieler ihren Playstyle reinposten, was sie halt vorhaben auf EU22 und sich dann connecten mit anderen Leuten hier auf dem Discord. Ja, hat schon vielen Leuten geholfen und das ist auf jeden Fall das Wichtigste, wenn ihr neu starten wollt, dass ihr schon vorab eine Gilde habt, die euren Vorstellungen entspricht. Deswegen auf jeden Fall sehr gerne hier wahrnehmen das Ganze. Ja, ansonsten für die Leute, die vielleicht neu in dem Spiel sind, beziehungsweise jetzt wieder einsteigen wollen mit EU22, habe ich hier auch nochmal meine Playlist unten in den Kommentaren verlinkt. Und zwar meine nützlichsten Videos mit Tipps und Tricks zum Serverstart für Neueinsteiger oder halt eben ja, Wiedereinsteiger, sag ich mal so. Mit ganz vielen nützlichen Dingen, halt eben Festungsguide, Unterweltguide, Free-to-Play, wie spielt man, Pet-Guide, ne, welche Klasse, Dungeon-Pause, was ist zu beachten, alles hier auf jeden Fall drin gelistet, könnt ihr auch sehr gerne euch vorab mal anschauen und dann seid ihr da schon mal relativ gut aufgestellt auf jeden Fall. Ja, ich bin natürlich auch auf dem Server vertreten, aber ich werde nach wie vor natürlich nur sehr gechillt spielen. Allerdings ja, werde ich sehr, sehr aufpassen, was dort auf dem Server passiert, weil ich glaube, dass es halt eben dort richtig scheppern wird. Und warum glaube ich das? Naja, auf jeden Fall, es gibt halt ein paar neue Sachen bzw. halt eben Änderungen, die für EU22 sprechen könnten. Und zwar auf der einen Seite haben wir jetzt zuallererst mal den Elevator, der dort startet. Ja? Wir haben bisher gesehen, immer wenn ein Elevator in Kombination mit einem Serverstart gestartet ist, dann hat es da bisher immer so richtig krasse Rekorde geprasselt und das liegt halt eben daran, an den Ressourcen, die man aus dem Elevator bekommt. Die sind sehr, sehr wertvoll und ist für Rekordpusher sehr entscheidend. Mehr entscheidend als zum Beispiel beim Black Friday Event irgendwie die Statpunkte oder so. Ja, weil Statpunkte kann man sich immer kaufen, Ressourcen kriegt man nicht mal eben so einfach. Deswegen ist der Elevator essentiell wichtig für speziell Rekordjäger. Ja, und ich habe schon von ein, zwei Leuten gehört, die den Tag 1 Rekord von Stufe 106 innerhalb von Tag 1, ja, von 16 Uhr bis 0 Uhr brechen wollen. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und ich denke, das wird auch ganz gut möglich sein. Denn neben dem Elevator haben wir natürlich jetzt auch die neue Toilette am Start. Ja? Und die ist, denke ich mal, auch nicht zu unterschätzen. Ich denke mal, dass das für viele Spieler, ich weiß nicht, am Anfang wird es vielleicht noch nicht so direkt die Auswirkungen haben, so, ja, aber ich denke mal für so Spieler, die vielleicht Stufe 300, 400, 500 Rekord oder sowas machen wollen, denke ich mal, wird EU22 ein sehr, sehr guter Einstiegsserver, weil das ist jetzt der erste Server, wo auch die neue Toilette an den Start geht und deswegen, das ist auf jeden Fall neben dem Elevator dann eben Grund Nummer 2 und jetzt haben wir auch noch ein Event am Start und zwar hier gerade das Sommersammelsurium. Ja? Und wenn das auf EU22 zum Serverstart auch noch mit einfließt, ja, dann ist, glaube ich, richtig was los. Ja? Also ich weiß nicht, ob das so zu 100% so rauskommt auf EU22. Es kann sein, dass es dort von den Quests her im niedrigeren Levelbereich vielleicht kleine Abweichungen gibt oder so. Das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Wir können ja mal hier irgendwie so einen Random-Account mal gucken, wie es hier aussieht. Ja, also hier, okay. Also hier auch auf Stufe 10 haben wir hier auch halt eben ein zusätzliches Bier, 2 zusätzliche Bier und das ist halt das Wichtigste, einen legendären Edelstein. Und der ist zum Anfang halt ultra wichtig. So, also das ist halt ein Boost, den bekommst du nicht mal eben so, ne? Und das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und im Elevator, ja, muss man ja dazu auch noch sagen, wenn der nach 10 Tagen aufgelöst wird, bekommt man ja auch nochmal einen legendären Edelstein. Also es ist wirklich
alles angerichtet, dass EU22 wirklich alles, aber auch wirklich alles in den Schatten stellen wird. Ja, und ich glaube wirklich, also EU22, so der Server an sich, da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte mich von vornherein jetzt nicht so dolle interessiert, weil es halt eben, ja, es ist halt kein Event-Server großartig, es ist halt EU22, ne, da passiert nicht so viel drauf. Hatte ich gedacht, ja. Aber in der Kombination, was ich eben gerade alles aufgelistet habe, was halt eben neu ist, beziehungsweise was zum Start sehr gut den Charakter boosten kann, so, ne, glaube ich, dass wir da wirklich sehr viele neue Rekorde reinprasseln sehen und deswegen. Ja, folgt mir da auf jeden Fall auf Twitch. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich bin da den ganzen Tag live und ab Freitag 16 Uhr gibt es natürlich auch neue Droplets. Da könnt ihr natürlich auch direkt dann einschalten und euch die neuen Droplets dann bei mir dann auch abholen. Ne? Deswegen das auf jeden Fall dazu. Lasst euch das auf jeden Fall auch nicht entgehen. Wir können auch mal direkt reinschauen, wie es momentan gerade so auf EU22 aussieht. Denn die Statistiken müssten ja auch schon soweit alle ready sein für den Serverstart und dann können wir mal gucken, wie dort so die Klassenauswahl bisher aussieht. Ja, wenn wir einmal mal hier in die Analysen von EU22 reingehen. Wir haben ja noch 2 Tage Vorabregistrationszeit, wo sich Leute noch umändern können, aber auch so sieht man jetzt hier ein ähnliches Bild wie bei den letzten Serverstarts, und zwar Paladin auf Platz 1, Necro 2 und Magier auf der 3, ne, gefolgt von Bersi, Dämonenjäger, Kundschafter, Assassine, Kampfmagier, Bade, Krieger und Druide zum Schluss. Ja, das sind die Klassen, die hier wahrscheinlich relativ häufig in der Ehrenhalle zu sehen sind. Also hier könnt ihr euch auch schon mal vorab ein kleines Bild dazu machen, was ja, euch auf dem Server dann auch klassentechnisch dann erwartet. Ne, kann sich natürlich auch noch ein bisschen anpassen bis dahin, ne, aber das ist auf jeden Fall so meine Sichtweise auf die Dinge, was so auf EU22 passieren wird. Ne? Ihr werdet natürlich bei mir auch alles erfahren, wenn es irgendwelche neuen Rekorde gibt und ich ja, bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf, ja, was da auf dem Server so passieren wird. Ich bin auch gespannt, was ich da für ein Ziel erreiche. Ich weiß nicht, ich bin zwar in der Gilde eingeladen worden, aber ich weiß hundertprozentig jetzt noch nicht, wie krass diese Gilde unterwegs ist. Deswegen lasse ich mich da mal einfach überraschen. Ja, und dann speichere ich mir den Account hier nämlich schon mal oben ab. Habe ich den jetzt hinzugefügt hier? EU22, immer ein Sternchen rein hier. Achso, ich muss jetzt wahrscheinlich auch verwalten, ne? Ja, verwalten, Sternchen, zack, und gelöscht. So, da ist er da oben drin. Ja, so könnt ihr eure Favoriten hier übrigens dann auch hinzufügen, ne, für die Leute, die da auch schon mal nachgefragt haben. So geht das auf jeden Fall. Ja, und jetzt werde ich mich so langsam wahrscheinlich von einem Server, von einem von den beiden hier erstmal so ein bisschen, ja, verabschieden. Und ja, da waren wir ja jetzt auch sehr lange drauf. Auf EU20 waren wir ja jetzt auch relativ lange unterwegs und deswegen, ja, ist, denke ich mal, ja, hier früher oder später auch so langsam Schluss. Ich werde da nochmal ein Video zu machen, wenn ich da mich verabschiede. Ne? Aber jetzt ist erstmal soweit EU22 dann im Fokus. Und ja, wie gesagt, bereitet euch da sehr gerne drauf vor. Alle wichtigen Links dazu auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Kommentaren. Und dann kann ich euch nur recht herzlich dazu einladen, da einzuschalten. Und ja, wenn euch das Ganze interessiert, vielleicht ein Follow dazulassen oder so, damit ihr nichts verpasst. Und ja, deswegen gucken wir mal. Ne? Ich lasse mich überraschen. Ihr könnt mir ja mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob das so abgeht, wie ich mir das vorstelle, oder ob ich da ein bisschen zu hyped bin. Aber ich glaube mal, wir haben in der Kombination so ein Zusammenspiel aus diesen ganzen Faktoren. Ja? Elevator, neue Toilette, ja? Sommersammelsurium, Spieler, die vorhaben, den Rekord vom letzten Mal einzustellen, weil sie halt eben noch ja, mehr Verbesserungspotenzial sehen. Ne? Ja, das sind alles so Faktoren, wo ich mir so denke, okay, ja, eigentlich reicht nur ein neuer Elevator, um da ja neue Rekorde aufzustellen, aber das stellt wirklich nochmal alles in den Schatten und deswegen bin ich da eigentlich ziemlich gehypt drauf, was auf dem Server passieren wird. Deswegen, ja, lassen wir uns überraschen. Ne? Genau, ich spiele übrigens einen Bersi auf dem Server hier, ne? Also ja, auch wieder ein bisschen was zum Pushen, aber auch nichts Langfristiges. Hatte ich auch schon ja, der zuständigen Gildenleitung bzw. den Spielern dort gesagt, dass ich da halt eben jetzt auch nicht ja, lange Zeit auf dem Server bleiben werde, aber genau, zum
lurken und mal ein bisschen gucken, was da so auf dem Server passiert und selbst ein bisschen pushen, ist das, denke ich mal, in Ordnung. Alles klar, Freunde. Aber ansonsten soll es das soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten, ja, sehen wir uns auch jetzt noch zum Elevator. Ich glaube, ich denke mal, ich bin heute Abend nochmal live. Genau, Donnerstag muss ich mal gucken, ob ich das schaffe, aber ich gebe mein Bestes, abends auch nochmal online zu kommen. Und am Freitag dann der große EU22 Server-Start-Stream. Bis dahin, alles Gute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.